Was ne Bude. Ich kann mich noch erinnern, als Ottmar Hitzfeld, wir sind die Treppe hochgegangen in den Essensraum im Hotel Lenhof damals und da hat er mir von hinten hat er mir nur zugerufen, ja, Andi, heute wirst du deutscher Meister. Der Glaube war sehr groß, obwohl wir wussten, dass wir es nicht in der eigenen Hand hatten. 20 Meter vom Tor habe ich immer versucht, einen direkten Freistoß zu machen. Das wussten sie, dass ich aus dieser Situation jetzt nicht mehr reinflanke. Also das ist so eine gute Schussposition. Ja, das ist alles nur Täuschungsmanöver gewesen. Also ich war natürlich Freistoßschütze Nummer 1 bei der Borussia und habe alle Freistöße in Verbindung mit Schappi gemacht, die ganze Saison. Wir haben das im Training geübt. Schappi war in dem Spiel nicht dabei. René Tretschok hat ihn ersetzt. René Tretschok Linksfuß, wusste auch genau, was er zu tun hatte. Ich habe ihm gesagt, pass auf, René, ich zirkel den um die Mauer rum. Da ist eine Lücke, das Gras ist ein bisschen angefeuchtet, ich krieg den da rum. Er soll drüber laufen und soll dem Torhüter eigentlich signalisieren, dass ein Linksfuß schießt. Und ich komme eigentlich aus der Deckung, hinten aus dem Schatten raus, damit wir so einen kleinen psychologischen Vorsprung haben, damit der Torwart getäuscht wird. Und genauso, wie wir das durchgesprochen hatten, ganz kurz, genauso ist es passiert. Ich habe den natürlich jetzt nicht feste, aber sehr platziert über den Innenriss rutschen lassen. Ich war natürlich auch ein bisschen überrascht, dass er reinging, weil also der durfte keine 2 mm nach links oder keine 3 mm nach rechts, der musste genau so geschossen sein. Der durfte auch nicht hoch sein, weil der Torwart muss ja runtergehen erst, sind auch wieder Millisekunden. Also das war genau so getimt, genauso wollte ich den Ball auch spielen. Es war wichtig, dass der Ball noch ein bisschen Effet bekommt, dadurch, dass er nochmal den Boden berührt. Also das kann man auch schon trainieren, nach jedem Training. Mauer rausgeholt, Ersatztorwart und Freistöße. Der ist natürlich erstmal, sieht so ein Ball aus, als wenn er eigentlich ins Aus geht, weit ins Aus. Und dann kriegt er durch den Effet, natürlich so einen Drall, dass der sich Richtung Tor dreht. Erstmal war der Schuss, kurzes Zögern, gut getroffen, könnte passieren, könnte rein. Und dann war er drin. Das werde ich nie vergessen. Von der Wichtigkeit in dem Moment. Deswegen hat dieses Tor natürlich eine besondere Bedeutung. Nach 32 Jahren die deutsche Meisterschaft zu holen mit der Borussia, es war die emotionalste Saison. Die Leute hier, die haben Tränen in den Augen gehabt. Also wenn ich davon erzähle, da wird mir immer noch ganz schwummrig. War für mich mit der schönste Moment in meinem Fußballerleben.